Er ist der Spieler, der in der Counter-Strike-Historie vermutlich am meisten unterschätzt wurde. Hi, my name is Tom Ingemarsson, also more known as Putty. Er gewann 9 CPL-Titel, die World Cyber Games, den Clanbase Nations Cup und er war Teil des legendären SK Schweden-Line-Ups von 2003. Auch eine absolute Legende und ja, es gibt noch hier und da ein paar Tricks, die man sich von ihm abgeschaut hat, auf jeden Fall. Ich glaube, Putty ist ja zum weltbesten Spieler damals gewählt worden. War ein sehr starker Spieler, stand natürlich ein bisschen im Schatten von Heaton immer. Trotz seiner vielen Titel bekam Putty oft nicht die Anerkennung, die er verdient hatte. Er stand häufig im Schatten seiner Mitspieler. Warum das so war und warum er trotzdem zu den besten Counter-Strike-Spielern der Geschichte gehörte, das erfahrt ihr in diesem Video. Tommy kommt aus Schweden und hatte schon kurz nach dem Release der ersten Beta-Versionen mit Counter-Strike angefangen. Ihm gefiel das Teamspiel, das gemeinsame Zocken 5 gegen 5. Auch seinen Nicknamen hatte er schnell gefunden. It's actually from my dad's last name. He's from Thailand and I'm half Thai, half Swedish. So when I was born I had this really long last name called Putty Sangharan. Which were very hard to pronounce. So the nickname actually I got from when I was around 5-6 years old, when some of my closest friends at the time couldn't pronounce my last name. So let's just shorten it down and they called me Putty. Putty wurde zu Beginn von Counter-Strike schnell zu einem der besten Spieler weltweit. Der damals 19-Jährige war unglaublich talentiert in CS. Und deshalb war es auch wenig verwunderlich, dass schon bald die ersten Cheat-Vorwürfe auftauchten. Die konnte Tommy aber schnell entkräften. Und zwar dank der CPL im Jahr 2000 in Dallas, die er gewinnen konnte. Vor Ort war damals Counter-Strike-Erfinder Chess Cliff. Und der war beeindruckt von den spielerischen Fähigkeiten von Putty. And he wrote an article, Counterstrike.net at the time was just about updates about the games and not about the players or teams or anything like that. So it was kind of huge for him to write this small article that he was visiting the World Championship in Dallas and that he watched me play, and it was an honor watching me play and how I could master the game he produced, basically. And that was something really cool for me. And obviously they had to make official apologies for accusing me of cheating and so on, because I just won the world title and I also got an MVP in the tournament. So it's kind of hard to accuse someone that actually won the world championship and actually also got the prize for MVP. Putty war im Jahr 2000 auch bei der Gründung der Ninjas in Pyjamas dabei. Der schwedische Clan konnte sich schnell an die Weltspitze katapultieren. Damals waren skandinavische Teams generell das Nonplusultra. Aber Tommy hatte auch großen Respekt vor einem deutschen Clan, der vor allem in der Clanbase für Furore sorgte. I mean, when I started, I was always kind of looking up to the German team TAM, if you remember them. I was a noob back then, and I remember them on Clanbase. I saw some clip or something like that, and I really admired those guys. And this was really in the beginning of my career. And then you always look at some people and say to yourself, I'm gonna be like them or better than them. Im Jahr 2001 konnte sich Putty mit den Ninjas in Pyjamas 3 weitere CPL-Titel sichern. In London, Berlin und bei der CPL Winter in Dallas. Einer seiner Mitspieler damals, Emil Christensen, besser bekannt als Heaton. Die beiden bildeten in den kommenden Jahren ein kongeniales Duo und dominierten die Counter-Strike-Szene. We played such a long time together, and even though not to this year, maybe he wasn't the most talented one always, but he always had this high dedication that took him real far. And I think the winning mentality and everything surrounding that, it's one of the most important aspects, as I said, in any sports, and especially in Counter-Strike. Putty was more important to me for the team. I racked up probably more kills than him, mostly, but he was, both the guys, going for entry. Honestly, he kind of set me up to have good stats because he was normally, the guy going first, and he set me up so I could do some multi-trading or something. And he was also calling for a very long time in the early days for the team. Super smart guy, I think his biggest strength was his motivation together with me. We were just the same. I have to say he was mechanically more talented
than I was, but we utilized it in different ways. For me, Hidon and Potty were kind of a duo that needed to be together for some reason, because in the team they stick together for long, and the others kind of change, some of them, but Potty Hidon. That's something we don't know. When you watch a game, you don't know what's happening behind the game. And maybe you only see a player that is super strong and makes a lot of kills, and everyone talks about this person, but maybe this person works that way because has another person that is a good support, is good outside of the game. Some people need someone that has specific way of seeing things and talking and so on. And I think Hidon and Potty had this kind of relation. Im Jahr 2002 folgte dann der Wechsel der Ninjas in Pyjamas zum deutschen Clan Schröd-Kommando, später SK Gaming. Teammanager BDS hatte den Wechsel eingefädelt und es war vermutlich der beste Teamwechsel in der Counter-Strike-Geschichte. Denn im Jahr 2003 dominierte das schwedische SK-Team fast alle Events. Heaton, Potty, Aal, Fisker, Element und später auch Spawn wurden zu absoluten Counter-Strike-Superstars. SK Schweden 2003 ist quasi der Cornerstone. Das ist die Zementierung von SK als internationales Spitzenteam. Es ist irgendwo ein Teil unseres Ursprungs. Bis heute wird über das Team gesprochen. Also für mich eines der legendärsten Teams aller Zeiten, einfach in ganz E-Sport, nicht nur in Counter-Strike. We lived Counter-Strike. We literally lived it. There was nothing else that we did for years. We just practiced. After 6 hours, 7 hours a day with tactical walkthroughs and practice games, we did like 3, 4, 5, 6 hours more of scrimming and then deathmatch and watching demos. It was the only thing we did. Also die waren schon damals, glaube ich, der klare Favorit auf jedem Turnier gewesen. Die waren sozusagen the team to beat. Also ja, das Team damals auf jeden Fall. Die Stärken von Potty waren schon damals sein Aiming und vor allem seine Spielintelligenz. Er war ein Spieler, der das Spiel kontrollieren wollte. Es war extrem unangenehm, gegen ihn zu spielen, da er wenige Fehler machte. Auch eine absolute Legende und ja, es gibt noch hier und da ein paar Tricks, die man sich von ihm abgeschaut hat, auf jeden Fall. Ich glaube, Potty ist ja zum weltbesten Spieler damals gewählt worden. Wirklich, also ich habe ihn leider nie so richtig kennengelernt, aber von seinen Skills her und von seinem Mindset damals tatsächlich der beste Spieler in der Zeit. You could never win a one-on-one against Potty. It's just impossible. It was just raw skill. Ich glaube, Potty wird von vielen unterschätzt. Wenn Heaton mal nicht geglänzt hat, hat Potty das ausgebügelt und die anderen, die daneben saßen, eben auch. Deswegen hast du immer alle gebraucht. Die kontrollierte Spielweise von Potty sorgte allerdings auch dafür, dass er immer ein wenig im Schatten seiner Mitspieler stand und dass er nie den Respekt bekam, den er eigentlich verdient hatte. Potty machte zwar viele Frags, aber meistens nicht auf eine spektakuläre Art und Weise. Im Fokus standen deshalb früher eher seine Mitspieler, wie zum Beispiel Heaton, der mit seinen Frags in fast jedem Frag-Movie zu sehen war, oder Element, das junge Taktikgenie aus Norwegen. Für Tommy war es allerdings kein Problem, dass er nicht der Spieler war, der im Spotlight stand. I think everybody plays different roles. I mean, I never liked being in the spotlight, even though it sounds strange because I was always competing and trying to be the best in the world, right? But sometimes you don't want anything to do with the fame that comes around it. So I was really happy of being the guy in the background, and the older you get, the more he realized that sometimes even like the guy in the background makes the other people shine. Tommy stellte sich immer in den Dienst des Teams. Für ihn war es in Ordnung, wenn nicht er, sondern seine Mitspieler glänzten. Das Wichtigste für ihn war, dass sein Team erfolgreich ist. Und es zeigte sich, dass diese Einstellung absolut richtig war. Der Schwede gewann 9 CPL-Titel, die World Cyber Games 2003 in Südkorea, den 2. Clanbase Nations Cup und die Game June 2005 in Spanien. Im Jahr 2006 hat Potty seine aktive Spielerkarriere in Counter-Strike 1.6 beendet. Mittlerweile gibt es ja Counter-Strike 2. Doch ein Comeback ist von ihm erst einmal nicht geplant. Not professionally. Maybe if there is like a boomer tournament where you're 40 plus, maybe I can't even be in the 30 plus anymore. Zurückblickend lässt sich sagen, dass Tommy definitiv zu den Legenden in Counter-Strike gehört. Und es ist auch wichtig zu sagen, dass es genau solche Teammates braucht, um erfolgreich zu sein. Immer bescheiden, immer nur auf den Teamerfolg aus sein. Das hat Potty ausgezeichnet.